32, take two. Recently, a rock concert in Berlin, in West Berlin, turned into a political drama. Is it because of the wall, or is it because, in more generally, the authorities here tend to politicize culture, especially youth culture? Es ist beides. Es gibt allgemeine Probleme der Jugendlichen mit Eltern oder Schule, wie überall. Und dann kommen noch einige besondere hinzu. Zum Beispiel, wenn man an der einen Stelle steht der Stadt und kann durch die Mauer nicht in die andere gehen, dann reizt das sehr schnell dazu, nieder mit der Mauer zu rufen. Jugendliche haben hier natürlich auch großes Interesse an Rockmusik. Es gibt auch hier viele Rockkonzerte. Und es gibt einige besondere Probleme hier, die anders sind als in England. Das sind vor allem politische Probleme und dass man nicht reisen kann. Das ist zum Beispiel so, ich kenne einen Freund, der ist 19, der will studieren, macht sehr aktiv in der Kirche in einer Friedensgruppe mit und irgendwann wird er dann vorgeladen und ein Mann sagt ihm, du kannst nicht studieren, wenn du weiter in der Friedensgruppe mitarbeitest. 33, take one. You've written a book about East Berlin, but when you talk about Berlin, you talk about one city. What is the image of the other half for an East Berliner? Die andere Hälfte ist eine sehr seltsame Stadt. Für mich ist ein Teil dieser Stadt und doch eine eigene Stadt. Eine Stadt, von der ich viel höre im Radio. Ich höre Radiosender aus Westberlin. Ich habe viele Freunde dort, sie besuchen mich, aber ich kann nicht dorthin fahren. Ich höre sehr viel, ich habe viele Informationen. Und das ist beides. Es ist noch eins für mich und es sind zwei verschiedene Dinge. Zwei Hälften, die mehr als das ehemalige Ganze ergeben. Und ich denke, Berlin, or is this for the West in general? This is the image of the West in general. es ist special to Berlin. Es ist ein spezielles Problem. Viele Berliner und Jugendliche, die hier wohnen, fühlen sich irgendwie als Berliner und Westberlin ist näher als Westdeutschland, viel näher. Und da kann ich mir auch viele Dinge viel genauer vorstellen als in München oder im Ruhrgebiet. Und ein ganzes Deutschland ist schwer vorstellbar und wird es auch nicht geben. Also because the West Berliners share with you this schizophrenia, this feeling of divided city. Die Westberliner bin ich mir nicht sicher. Das ist sehr verschieden. Die Berliner, die hierher kommen, sind sehr interessiert, die Westberliner. Aber es gibt ja sehr viele, die fahren nie hierher und die interessiert das, was hier abläuft, gar nicht mehr. We are sitting here in a church. The church in East Germany has obviously become an umbrella for a number of cultural activities. How can you explain this phenomenon? Ja, die evangelische Kirche ist eine sehr unterschiedlich strukturierte Kirche für viele Aktivitäten. Und es gibt ich kann das jetzt nicht aus kirchlicher Sicht schildern, das würde jetzt anders gesagt, da wird das als Anregung verstanden für die Gemeindearbeit. Ich sage das jetzt mal so aus meiner Sicht als Künstler. Es ist ein sehr interessanter Raum, zum Beispiel der Raum hier in der Kirche ist sehr schön. Es ist nicht einfach nur ein Ersatz für etwas anderes, die Mauern sind sehr schön, die Kirche lädt besonders ein zum Nachdenken, zum Auseinandersetzen. Und dann bietet sie auch Räume und Möglichkeiten für Leute, die sonst Probleme haben. Also zum Beispiel, meine Bücher werden nur in der Bundesrepublik gedruckt und ich lese hier meistens in kleinen Clubs oder in Kirchen. In a recent poem entitled Progress 49, you wrote, "The finger I left at Verdun and here at Stalingrad, I give my head to our new state." Is this summary of the state of the writer in a socialist state? Das ist ein Satz, der ironisch ist und ernst ist. 1949 war er ernst gemeint, pathetisch,
aufbauen wollen. Heute ist er mehr ironisch, aber ich gebe nicht meinem Kopf und die meisten Leute geben nicht ihren Kopf, sondern sind in den letzten Jahren selbstbewusster geworden. How would you describe the situation of the writer in East Germany today? Does he have a greater scope, greater freedom than he used to have 10 years ago? What are the limits of freedom for him? Ja, die Situation der Künstler ist in vielen besser als Situation anderer Leute, von Jugendlichen, die keine Künstler sind, die eine Rockgruppe gründen wollen, haben mehr Probleme mit der Musik, als wenn jemand schon anerkannt ist als Künstler. Und Schriftsteller, die im Verband sind, können eher reisen in westliche Länder. Es sind aber in den letzten Jahren viele Bücher hier nicht erschienen, nur in anderen Staaten. Und es sind auch viele Schriftsteller, haben die DDR verlassen. Das ist ein Problem, das besteht nach wie vor fort. Und viele sind unbekannt in der Zwischenzeit. Also die Leute, die sich hier für Literatur interessieren, haben nicht mehr so den Überblick, was eigentlich DDR-Literatur ist. Es gibt große bekannte Namen, Christa Wolf, Heiner Müller. Und dann fängt schon fast etwas die Anonymität an. Das ist eine große Gefahr für die Literatur, dass sie in der Anonymität verschwindet. Im Ausland wird sie entdeckt, in Frankreich, Schweden, in den USA, vielleicht auch in England. Und hier kennen manche Leute diese Autoren gar nicht mehr, die da jetzt auf Reisen herumfahren. There is a young generation of East German writers. They write about the problems of their generation. How would you sum them up? Vor 10 Jahren war jeder Bekannte, den ich hatte, wollte schreiben, war jeder Schriftsteller. Das ist heute anders. Heute wird mehr fotografiert, es sind mehr Maler, es wird mehr gemalt, es gibt auch Filmversuche, mehr sinnliche Medien. Literatur ist etwas im Rückgehen, aber es wird über die Probleme geschrieben, das ist richtig. Und es wird vorgelesen, es gibt Resonanz, die Texte werden gehört von Gleichaltrigen. Und vor 3 Tagen zur Öffnung unserer Ausstellung hier, die ich zusammen mit dem Fotograf gestaltete, waren hier 600 oder 700 Leute. Das sind sehr viel, es gibt sehr großes Interesse. Und das wird sehr wichtig genommen, auch vom Staat. Und es gibt immer Meinungen dazu. Und das ist eine sehr komplizierte Situation manchmal. How would you describe concretely the problems of the young generation? Because the standard of living seems all right. Access to education seems fairly widespread. People might have the impression, well, what's the problem? Why are they dissatisfied? Sie wollen mal nach West-Berlin gehen, wenn sie hier wohnen. Das ist nicht möglich. Sie wollen mal in die Bundesrepublik oder nach Frankreich verreisen. Das geht nicht. Sie wollen in der Schule offen diskutieren können. Auch da gibt es Probleme, sonst bekommt man keinen Arbeitsplatz. Und dann gibt es hier keine Arbeitslosigkeit, nicht wie in England. Aber man bekommt nicht die Arbeit, die man will. Es ist schwer, die Arbeit zu bekommen, die man will. Und das schafft auch Probleme und Unzufriedenheit. Und man macht lustlos. Man ist auch 18 und 19 und sieht eigentlich auch keine Perspektive. Man sieht also dann wieder Ähnlichkeiten wie woanders.